den Mangel an Transplantationsorganen mit 3D-Biodruck beseitigen, in der Arzneimittelentwicklung Tierversuche vermeiden und Prothesen in den entlegensten Winkeln der Erde verfügbar machen. Das sind einige der vielfältigen Visionen, die im medizinischen Bereich mit dem 3D-Druck verbunden werden. Und entscheidend für diese Vision ist der Gedanke der personalisierten Medizin. Personalisierte Medizin, das heißt, dass die Therapien und medizinischen Interventionen ganz individuell und ganz spezifisch auf die PatientInnen angepasst werden sollen. Die Ansätze reichen da von individualisierten Prothesen bis hin zur Arbeit mit patienteneigenen Stammzellen. Was heute schon mit 3D-Druck in der Medizin passiert und was vielleicht bald möglich sein wird, das möchte ich in der heutigen Folge herausfinden. Neben ethischen Fragen stellt sich für mich auch die nach dem fairen Zugang zu solch modernen Verfahren. Offen ist auch für mich, welche Vorschriften notwendig sind, um die Qualität sicherzustellen und wie das Einhalten dieser Vorschriften dann auch kontrolliert werden könnte. Herzlich willkommen bei Auf Knopfdruck, 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich bin Wissenschaftsjournalistin. Was vielen nicht bewusst ist, in der Medizintechnik, da ist der Einsatz von 3D-Druck bereits gängige Praxis. Ein gutes Beispiel dafür ist etwa die Herstellung von Hörgeräten. Da wird mittels eines 3D-Scans das Ohr des Patienten vermessen und daraus dann ein Ohrstück gefertigt, das perfekt in den Gehörgang passt. Auch bei der Herstellung von Prothesen bietet 3D-Druck Vorteile. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO werden weltweit mehr als 30 Millionen Prothesen benötigt. 30 Millionen, das ist eine ganze Menge und die meisten davon werden in Ländern mit niedrigem Einkommen gebraucht, weil sich die Menschen dort keine Hightech-Prothesen leisten können und teilweise auch nicht brauchen. Durch 3D-Druck ergibt sich jetzt die Möglichkeit, Prothesen kostengünstig und direkt vor Ort herzustellen. In der Forschung wiederum gibt es seit einigen Jahren massive Fortschritte im Bioprinting. Dabei geht es darum, Gewebe oder sogar ganze Organe durch den Druck von Zellmaterial nachzubilden. Zukünftig könnten so Stammzellen der PatientInnen verwendet werden, um die Abstoßung des neuen Organs durch die körpereigene Immunreaktion zu vermeiden. Das ist aber noch Zukunftsmusik, soweit ist die Forschung heutzutage noch bei weitem nicht. Es klingt abgefahren, aber realistischer ist es da, die Funktion menschlicher Organe in Miniaturform nachzubauen, um die Wirkung von Medikamenten gezielt untersuchen und kontrollieren zu können. Bereits heute arbeiten ForscherInnen an sogenannten Organ-on-a-Chip-Systemen, die diesen Ansatz verfolgen. Welche Herausforderungen es hier gibt und was Salatdressing damit zu tun hat, das werden wir gleich herausfinden. Professor Dr. Ute Schepers ist mir zugeschaltet. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Sie sind Professorin am Institut für funktionelle Grenzflächen, kurz IFG, des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT. Das klingt erstmal kompliziert. Und in Ihrer Arbeitsgruppe, da werden Biotinten für den 3D-Drucker entwickelt, sowie an 3D-Gewebekonstruktion und organspezifischen Wirkstofftransport geforscht. Da musste ich jetzt einiges ablesen, weil das eine ganze Menge ist. Aber es klingt auch nach einer Menge spannendem Zeug und so, als würden Sie nicht nur am Schreibtisch sitzen, sondern auch einige Zeit in Laboren verbringen. Nehmen Sie uns mal mit. Wie sieht so Ihr Arbeitsalltag aus und vor allen Dingen, an welcher Stelle kommt da der 3D-Drucker ins Spiel? Ja, vielleicht fangen wir da ganz vorne mal an. Natürlich klingt das jetzt erstmal sehr viel, was wir machen, aber das hat eine gewisse Logik. Meine Arbeitsgruppe hat sich seit Jahren eigentlich schon mit dem organspezifischen Wirkstofftransport beschäftigt und dann sind wir quasi an unsere Grenzen gestoßen, weil das im Tiermodell ja natürlich nicht immer so ganz einfach ist nachzuforschen und es dann auch viele Tierversuche kostet und dann bin ich damals ans KIT gekommen und habe dort eine Arbeitsgruppe begonnen auf diesem Thema und dann haben wir viele Ingenieure kennengelernt und die haben uns ein künstliches Blutgefäßsystem gebaut. Und mithilfe dieses künstlichen Blutgefäßsystems konnten wir natürlich diesen Wirkstofftransport uns anschauen. Und dann brauchten wir natürlich dann noch die Organe und dann kam natürlich der 3D-Druck ins Spiel und wir haben dann gesagt, wir möchten natürlich diese Technologie ausnutzen, um auf unser künstliches Blutgefäßsystem 3D-gedruckte Organe aufzubringen, um dann genau nochmal nachzuschauen, wie dieser Wirkstofftransport funktioniert. Und von da aus sind wir dann in den Organdruck gekommen. Ja, so war eigentlich die Entwicklung und somit klingt das auch dann relativ logisch eigentlich.
Und bezüglich Ihrer Frage, ob ich auch im Labor bin, also mein Büro, ich sitze natürlich am meisten im Büro und mein Büro ist genau gegenüber meines Labors und wir haben natürlich sehr starke Interaktionen mit den Mitarbeitern, deswegen bin ich auch ab und an mal im Labor. Und jetzt habe ich auch sogar ein ganz kleines Projekt von meinen Mitarbeitern übergeben bekommen, sodass ich jetzt quasi auch verstärkt im Labor wieder bin. Aber mein Alltag sieht leider häufiger so aus, dass ich im Büro dann bin und die Versuche plane. So ist das, wenn man dann die Führungsrolle irgendwann übernimmt, ne? Dann nimmt die Praxis ein bisschen ab. Genau. Sie haben gerade gesagt, dass Sie da an organspezifischem Wirkstofftransport forschen. Kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass da zum Beispiel der Wirkstoff eines Medikaments erforscht wird und wie der transportiert wird? Ja, genau. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie zum Beispiel ein Medikament nehmen, dann landet das ja normalerweise in Ihrem Blutgefäß irgendwann, dann wird es über den ganzen Körper verteilt. Und sehr viele Medikamente landen natürlich in allen Organen und verursachen dort auch Nebenwirkungen. Und was man natürlich heute gerne möchte, ist, dass man natürlich sehr lokal zum Beispiel nur ein Medikament in einen Tumor reinbringt oder ein Medikament nur ins Gehirn oder nur in die Leber. Und daran forschen wir eigentlich, dass wir die Nebenwirkungen reduzieren aufgrund einer ganz spezifischen Anwendung eines Wirkstoffs in einem Organ. Und somit könnte man dann auch die Dosis dieses Wirkstoffs natürlich besser regulieren. Mhm. Mhm. Und das klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge, ja, schwieriger Chemie und auch schwierigem Ingenieurtum, wenn man das dann so sagen darf, weil das ja dann auch zusammenkommt. Wie hat sich denn das Feld, Sie haben ja gerade schon gesagt, da kommt der 3D-Druck zum Einsatz, des 3D-Biodrucks so in den letzten, 10 Jahren entwickelt? Also das Feld des 3D-Biodrucks ist natürlich nicht ganz neu, aber es hat sich natürlich rasant entwickelt in den letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahren, als man dann festgestellt hat, dass man mit dreidimensionaler Zellkultur und dreidimensionalem Gewebe ganz andere Dinge machen kann, als mit der Zellkultur oder Zellen auf einer Zellkulturplatte. Und je mehr eben daran geforscht wurde, desto rasanter ging die Entwicklung nach oben. Und mittlerweile wird es als Sprunginnovation gehandelt, zumindest auch in Deutschland als Sprunginnovation gehandelt, weil man darin natürlich die ganz große Chance sieht, auch Transplantationsorgane irgendwann herstellen zu können, die dann maßgeschneidert sind für einen Patienten, weil sie eben aus den Zellen des Patienten bestehen. Mhm. Ja, das klingt so ein bisschen nach, wie man immer so schön sagt, Zukunftsmusik oder als ob da so ein Kinofilm drüber gedreht werden könnte. Man kann sich das, wenn man jetzt nicht bei Ihnen im Büro oder im Labor sitzt, gar nicht so einfach vorstellen. Wir versuchen das heute aber mal hier im Podcast so ein bisschen auch für die Hörenden zu visualisieren. Sie können ja mal so ein bisschen erzählen, was da so für Technologien sind, an denen Sie so arbeiten, wirklich in der Praxis. Also man kann sich das eigentlich ganz einfach vorstellen und glaube ich, so hat auch der 3D-Biodruck angefangen. Man hat als allererstes, um mal ganz zurückzugehen in die Geschichte der Anfänge, einen HP DeskJet genommen. Das ist ein Tintenstrahldrucker aus dem Büro und hat den umfunktionalisiert und hat dann diese Farbkartuschen herausgenommen, hat die gereinigt, hat dann statt der Farbe eben in diese Kartuschen ein Material reingegeben, worin menschliche Zellen gelöst waren oder auch tierische Zellen gelöst waren oder suspendiert waren. Und dieses Material, was man genommen hat, das nennt man heute die sogenannte Biotinte. Und diese Biotinte ist also das Allereinfachste, was wir so kennen, ist zum Beispiel Gelatine. Darin hat man dann die Zellen suspendiert und dann hat man angefangen, mit dem ganz normalen Tintenstrahldrucker auf eine Oberfläche zu drucken. Und damit das alles dreidimensional auch passiert, hat man dann diese Oberfläche immer weiter nach unten gezogen, sodass dann quasi immer Schicht für Schicht aufgetragen wurde. Das waren so die Anfänge. Also wirklich ganz einfach und das kann sich, glaube ich, auch jeder gut vorstellen. Ja. Heute sind diese Drucksysteme natürlich deutlich besser entwickelt. Man kann viel feiner drucken. Sie kennen das vielleicht. Hier in Karlsruhe haben wir den Exzellenzcluster 3D Meta to Order. Dort nutzt man Laserdruckverfahren für zellspezifischen Druck mit Biotinten. Und da kann man natürlich auch Auflösungen haben bis zu Nanometerstrukturen.
kleinen Strukturen. Man kann auch ganz, ganz große biologische Strukturen, wie zum Beispiel Fleisch drucken. Dafür braucht man große Extrusionsdrucker. Das sind dann im Prinzip Drucker, die funktionieren mit großen Spritzen, wo Material drin ist, wo dann durch den Spritzenstempel das ganze Material auf eine Oberfläche gedrückt wird. All solche Techniken gibt es heute und die sind wirklich sehr einfach zu verstehen für den Verbraucher, weil sie sich auch an den herkömmlichen Druckern orientieren, die man für das Papier benutzt hat. Ja, das ist irre. Der HP DeskJet, der stand auch bei uns ganz am Anfang. An diese Patronen kann ich mich noch gut erinnern. Die waren immer leer und da muss man die alle immer austauschen. Genau. Und was ich jetzt auch bei Ihnen in der Arbeit gelesen habe, was ja super spannend ist diese Organ-on-a-Chip-Technologie. Und darüber müssen wir heute ein bisschen mal mehr sprechen. Wie werden diese Chips mittels 3D-Druck hergestellt? Ich hatte einen TED-Talk von Ihnen unter anderem gesehen, da ging es auch um den Versuchaufbau und da spielten so Fruchtzwergebecher eine Rolle. Ja, genau. Das ist eigentlich unser Patent, was wir entwickelt haben. Ich hatte ja ganz am Anfang schon mal gesagt, wir kommen vom Wirkstofftransport und wir sind zum Karlsruher Institut für Technologie gekommen und da gab es ganz viele Ingenieure und die haben uns ja ein künstliches Blutgefäßsystem designt und wie dieses funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt eine ganz, ganz dünne Folie. Diese Folie hat Poren, kleine Löcher, damit auch Wirkstoffe da durchgehen können und diese Folie wird dann genauso wie so ein Joghurtbecher mit Druckluft und Temperatur geformt und man kann sich das wirklich genauso vorstellen, wie man das kennt aus der Fabrik für diese Joghurtbecherproduktion. So werden unsere Blutgefäße auch geformt, nur dass sie sehr, 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 sehr viel kleiner sind, nämlich wenige Mikrometer lang oder breit im Durchmesser. Und das kann man sich so vorstellen, dass das ungefähr ein Hundertstel Millimeter bis zu einem Zehntel Millimeter, bis zu 1 Millimeter gehen kann. Also diese Blutgefäße sind sehr, sehr klein. Und dann werden diese Blutgefäßsysteme genommen und oben auf diese Blutgefäßsysteme wird dann mit Hilfe des 3D-Drucks ein Organ aufgedruckt. Und dann kann durch diese Blutgefäße, durch die kleinen Kanäle, die man so geformt hat, eben Blut fließen und durch die Poren, die dann vorher in dieser Folie waren, können dann die Wirkstoffe in das Organ durchdiffundieren. Und wenn man das dann mehrfach auf einem Chipsystem anordnet, dann kann man sozusagen das Blutgefäß simulieren und die Organe im 3D-Druck darunter geben dann Auskunft über diesen Wirkstofftransport aus dem Blutgefäß heraus. Das ist ja irre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Herz drucken möchte, ist das dann ein viereckiger Chip? Genau. Oder sieht das Organ wirklich aus wie ein Herz, was dann auf so einem kleinen viereckigen Chip ist? Nein, also auf den Organs on a Chip druckt man in der Regel kleine Würfelchen, wobei man in dem reinen Biodruck natürlich versucht dann auch die Strukturen so herzustellen, wie sie äußerlich auch aussehen. Also auch das machen wir, aber im Prinzip für die Organs on a Chips haben wir wirklich nur die Struktur in Form eines Würfels oder eines Quaders gedruckt. Okay, und da könnte man dann wirklich alle Organe so züchten und diese Zellen dann auf einem Chip anbringen oder auf mehreren Chips? Also das ist die Vision und ich glaube, jetzt vor kurzem kam sogar der erste Report, dass es gelungen ist, die meisten Organe anzuordnen auf einem solchen Chip. Natürlich sind diese Organe nicht so repräsentativ wie die echten Organe, sondern es sind immer ein Kompromiss zwischen einem echten Organ und quasi einer dreidimensionalen Zellkultur. Aber prinzipiell ist das Ziel der Organ-on-a-Chip-Forscher, dass man wirklich so einen kompletten Mensch auf dem Chip hat, damit man eben halt hier Wirkstoffanalysen, Wirkstoffentwicklung, Wirkstofftransport sich anschauen kann. Und dazu gibt es auch sehr, sehr viele Gespräche mit der Bundesregierung, dazu eben solche Stammzellbanken aufzubauen aus Stammzellspenden, dass man eben hier auch patientenspezifisch solche Organs on a Chip dann herstellen kann, damit auch für den Patienten spezifisch so eine Untersuchung gemacht werden kann. So, dass ich dann mit meinem Chip zum Arzt gehen kann. Klar, also der Arzt würde dann in einem Labor diesen Chip bestellen, dann würde der erzeugt und dann könnte der Arzt anordnen, bestimmte Medikamente auf diesem Chip zu testen. Zum Beispiel wäre das ja interessant, wenn Sie ein Medikament gegen Bluthochdruck nehmen und dann gleichzeitig auch ein Medikament gegen Malaria, dann würden Sie die beiden zusammen testen können und sehen können, ob das bei Ihnen funktioniert. Ja, das klingt
bahnbrechend, glaube ich, gerade auch für Frauen, weil ja viel an Männern getestet wird oder wahrscheinlich dann auch für Kinder, weil es da auch so wenig klinische Studien gibt. Aber es gibt noch mehr Gründe, warum das so bahnbrechend ist für den Medikamentenbereich. Da kommen auch die Tierversuche ins Spiel, richtig? Ja, ganz genau. Die Tierversuche versucht man ja zu vermeiden. Also wir sind ja sehr viel sensibilisierter in der letzten Zeit, Tierversuche zu vermeiden, zu reduzieren oder zu ersetzen oder gänzlich zu ersetzen. Wie gesagt, in der Kosmetikindustrie ist das schon passiert. Da darf man eben keine Tierversuche mehr durchführen. Und man möchte natürlich auch hin zu einer neuen Art der Medikamentenentwicklung, nämlich der personalisierten Medizin. Und dann kann man sich gleich schon überlegen, dass da natürlich die Tierversuche an eine gewisse Grenze stoßen, weil die Tiere natürlich auch Inzuchttiere sind, also aus dem gleichen Stamm immer wieder kommen und somit eben diese genetische Varianz nicht repräsentieren, die die Patienten untereinander haben. Und das Thema personalisierte Medizin ist ja allgegenwärtig in der heutigen Zeit, sodass wir natürlich auch hier Modelle brauchen, um das auch umzusetzen in der Medikamentenentwicklung. Und da würde natürlich ein Mensch auf dem Chip personalisiert mit den Stammzellen eines bestimmten Patienten natürlich im Vergleich zum anderen Patienten sehr hilfreich sein, weil wir hier dann auch die genetischen Dispositionen der Patienten darstellen können in so einem Organ auf dem Chip. Ich weiß gar nicht, wie genau der Prozess aussieht, wenn man Stammzellen spendet. Wie kommen sie dann an meine Zellen? Tut das weh oder wie funktioniert das? Naja, die einfachste Art, Stammzellen zu spenden, ist natürlich immer, dass man bei der Geburt eines Kindes die Nabelschnur Stammzellen in eine Datenbank gibt. Das machen viele Eltern mittlerweile. Die sagen, in 20, 30, 40 Jahren ist die Stammzellforschung wahrscheinlich schon viel weiter. Dann kann man viele Organe aus diesen Stammzellen machen, sodass quasi so Unternehmen wie zum Beispiel Vita34, das ist der Weltmarktführer beim Einlagern solcher Stammzellen, natürlich auch sehr viele Proben zur Verfügung haben und auch hinterher letztendlich so eine Art Stammzellbank bildet, ne? Also so ein Hersteller oder ich sag mal, Hersteller kann man ja nicht sagen, aber ein Verwalter, die isolieren die Stammzellen aus dem Nabelschnurblut und verwalten die dann. Und ich kann aber auch genauso meine Stammzellen spenden. Also ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, ich möchte meine Stammzellen, die Stammzellen meines Kindes nicht einlagern, sondern ich möchte sie spenden. Und das machen auch schon viele Krankenhäuser, sodass quasi auch diese Stammzellen eingelagert werden, aber frei verfügbar zum Beispiel sind für Patienten, die ein Transplantationsorgan brauchen. Und wenn man später in der Lage ist, dieses Transplantationsorgan zu drucken, dann kann man auf diesen Stammzellpool zurückgreifen. Wenn ich selber jetzt Stammzellen spenden würde, dann macht man es heute nicht mehr so, dass man wirklich Stammzellen aus dem Knochenmark rausnimmt, sondern dass man eine kleine Hautstanze macht. Das kennen Sie vielleicht vom Hautarzt, wenn man ein Muttermal wegbekommt. Dann kann man eine kleine Hautstanze machen. Aus dieser Hautstanze entnimmt man Bindegewebszellen und diese Bindegewebszellen werden dann umprogrammiert zu einer Stammzelle. Und diese Stammzellen nennt man induzierte pluripotente Stammzellen. Wenn man die einlagert, dann kann man natürlich sicher sein, dass man seine eigenen Stammzellen irgendwo einlagert, die man vielleicht später, und selbst wenn es nur für die dritten Zähne wäre, benutzen könnte. Oder für eine Haarerneuerung oder solche Sachen. Dafür könnte man diese Stammzellen dann verwenden. Wow. Und diese Technologie ist noch nicht ganz so weit, dass wir das wirklich uneingeschränkt machen können. Aber es wird sehr, sehr viel daran geforscht. Und ich würde mal sagen, in 10 Jahren sind wir da einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Und wir werden wahrscheinlich dann sehen, dass wir hauptsächlich auf diese Arten von Stammzellpools zurückgreifen werden. Ja, das klingt also wirklich toll. Da hat man mal was ganz Neues auf jeden Fall gehört, was man so vom 3D-Druck gar nicht kennt. Also es klingt sehr überraschend, wirklich toll. Welche Herausforderungen haben Sie denn da? Gibt es da Herausforderungen zum Beispiel bei der Nachbildung wirklich auch von Organgewebe? Naja, sicher, da gibt's ganz viele Herausforderungen. Zum einen sind das zum Beispiel diese Stammzellen. Zurzeit drucken wir ja aus Patientenmaterial sehr viel. Wir drucken natürlich auch von diesen Stammzellen. Nur Sie können sich natürlich vorstellen, eine Stammzelle, die zu einem Organ reift, die muss genauso lange reifen, wie ein Kind reift, bis es geboren wird. Ja, das gibt dann mitunter 200 bis 300 Tage Reifzeit eines solchen Organs, bis diese Zellen bereit sind, diese Funktionen da auch zu übernehmen, wie sie im normalen, natürlichen Organ übernehmen. Da versucht man natürlich jetzt, diese Zeiten zu verkürzen. Eine andere Herausforderung ist mit Sicherheit das Material, in dem wir eben drucken.
Die Materialien, die wir im Körper haben, die können wir natürlich ja nicht nehmen, weil dann müssten sie ja theoretisch Spenden haben von Organen, wo sie die Materialien herausholen können. Denn Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie solche Zellen drucken, die in einer Flüssigkeit, dann würden die irgendwann herunterfallen. Ich nehme immer so gern dieses Beispiel von dem Kühne Salatdressing, Italian Dressing, wenn Sie das kennen. Ja. Wenn Sie früher in den Laden gegangen sind und haben ein Essig- und Öldressing gekauft, dann lagen die Kräuter immer unten am Boden in der Flasche, dann musste man die Flasche schütteln, oder wenn Sie selber eins machen, ne, müssen Sie dann die Flasche schütteln, um die Kräuter gleichmäßig zu verteilen. Und Kühne hat dann damals als einer der ersten Fabrikanten Trick gehabt, die haben ein bisschen Karagen zu diesem Dressing dazu gemischt und dann blieben die Kräuter in der ganzen Flasche von oben bis unten an Ort und Stelle. Was ist Karagen genau? Das ist so ein Zucker, so ein synthetischer Zucker, der zugemischt wurde, der aber gut verträglich ist. Und damit ist das ganze Dressing etwas viskoser, also nicht mehr ganz so flüssig. Und dann bleiben die Kräuter an Ort und Stelle hängen, wo man sie gerne hätte. Dann ist in der ganzen Flasche verteilt, überall sieht man Kräuter. Und wenn Sie mal mit offenen Augen durch den Supermarkt gehen, schauen Sie sich mal diese Dressings an. Das gibt's jetzt bei ganz, ganz vielen Firmen. Und genau das müssen wir mit den Zellen auch machen. Wir müssen versuchen, dass unsere Zellen bei dem 3D-Druck überall da bleiben, wo wir sie hingedruckt haben und nicht aufgrund der Schwerkraft nach unten sinken. Und deswegen brauchen wir ein Stützmaterial. Und dieses Stützmaterial ist ähnlich wie dieses Kühne-Dressing, wo man Karagen genommen hat. Dieses Stützmaterial muss für menschliche Zellen so geeignet sein, dass sich die menschlichen Zellen daran festheften können und dann eine komplexe Gewebestruktur daraus bilden. Und das ist nicht immer ganz so einfach, da diesen Spagat zu machen zwischen einem günstigen, synthetisch hergestellten Material, wo man immer wieder die gleiche Qualität produzieren kann, und einer biologischen Funktionalität. Das ist nicht so sehr einfach. Deswegen hatte ich ja eben schon mal gesagt, Kollagen, Gelatine, Hyaluronsäuren, das sind so die Materialien der Wahl zurzeit. Aber die sind natürlich in der Produktion enorm teuer. Und deswegen hat man auch nicht solche großen Mengen. Und wir können natürlich auch nicht genau bestimmen, wie porös sind die Materialien. Das heißt, wir müssen sie chemisch funktionalisieren. Das sind riesige Herausforderungen, die sich uns stellen. Und dann müssen Sie sich ja vorstellen, die dritte Herausforderung ist, wenn ich jetzt alle Materialien da habe und ich fange an zu drucken, dann drucken Sie ja eine ganze Weile, bis Ihr Organ fertig ist. Sie könnten sich ja mal vorstellen, so ein Herz ist ungefähr 8 mal 10 mal 10 Zentimeter ungefähr. Dann muss ich Blutgefäße einbringen, dann muss ich Hohlraumstrukturen drucken. Ich muss aber auch gleichzeitig gewährleisten, dass, wenn ich an der obersten Schicht angekommen bin, dass meine unterste Schicht noch lebt, weil der Druckprozess langwierig ist. Und meine Zellen natürlich auch ganz gerne wieder in einer 37-Grad-Umgebung wären, sehr gern durchblutet werden. Aber man darf ja nicht... Ich muss sie versorgen. Ja, ich muss sie versorgen. Und während des Drucks muss ich sie versorgen. Das sind auch ganz, ganz große Herausforderungen. Und ich muss halt das sicherstellen, dass mein Organ nicht zu schwer wird, dass es die unterste Schicht schon erdrückt, bevor ich eben oben fertig bin. Viele Kleinigkeiten, die man über die nächsten Jahre lösen muss. Aber die Entwicklung ist so rasant, ich würde mal sagen, das kriegen wir auch irgendwann mal hin. Gibt es denn dann auch noch spezielle Herausforderungen oder welche sind das, wenn Sie jetzt wirklich den Transfer von 3D-Biodruck oder Organ-on-a-Chips von der Forschung dann in die medizinische Praxis bringen wollen? Naja, der Transfer, da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Wenn es gelingen sollte, wirklich diesen Spagat zu überwinden und wirklich alle Faktoren einigermaßen gut hinzubekommen, dann wird der Transfer schneller gehen, als man denkt, weil man ja natürlich auch diesen Bedarf hat. Alleine, es fehlen uns ja wie viele Transplantationsorgane. Und die ersten Experimente hiermit werden natürlich schon durchgeführt, indem man eben schon mal künstlich oder gedruckte Tracheen transplantiert, gedruckte Blutgefäße transplantiert, also kleinere Strukturen, woran man schon erkennen kann, ob der Körper das annimmt oder nicht. Das heißt also, der Transfer eines gesamten Organs wird dann nachher nicht mehr der große Schritt sein, weil wir eben, wie gesagt, schon kleinere Substrukturen immer wieder auch in die Anwendung bringen und in den Transfer. Ja, und wenn dann momentan die Reifezeiten einfach noch so lang dauern, dann ist es im Grunde aktuell ein Problem. Wenn ich jetzt diagnostiziert werde, ich brauche dringend ein Organ, dann müssten die Organe erstmal in Ruhe reifen oder das Organ. Naja, das ist die Frage, muss es
außerhalb des Körpers reifen oder innerhalb des Körpers, kann ich zum Beispiel, es gibt ja sehr viele Transplantationen, zum Beispiel von Herzen, wo ein Doppelherz transplantiert wird. Das heißt, man hat im Prinzip sein Herz, das alte noch drin, das neue kommt schon mit dazu. Und es werden 2 Herzen sozusagen an das Blutgefäßsystem angeschlossen. Jedoch wird eben nur eins erstmal, wird das erste die gesamte Funktion noch übernehmen, bis das zweite soweit gereift ist. Reift es schneller im Körper, reift es außerhalb schneller, können wir Methoden entwickeln, es reifen zu lassen, schneller reifen zu lassen. All das sind ja noch Fragestellungen, die noch nicht gelöst sind. Mhm. Und was ich mich auch gefragt habe, jetzt nochmal, wenn wir über Ethik sprechen. Zum einen natürlich super gut die ethische Frage der Tierversuche, die könnte gelöst werden. Ich glaube, Sie haben das auch in diesem TED-Talk erzählt, das haben wir nämlich gerade gar nicht benannt, dass 3 Millionen Tierversuche jährlich durchgeführt werden, aber nur 46 Medikamente am Ende auf dem Markt landen. Das ist ja also eine unglaubliche Diskrepanz zwischen den Zahlen, eine unglaubliche Differenz. Aber was ich mich dann noch gefragt habe, wenn das dann funktioniert, das klingt ja so, als wäre das relativ teuer. Also können sich das dann alle Menschen leisten oder wird das dann erstmal einer Schicht zugänglich? Oder ist das was die Krankenkasse dann übernimmt? Naja, da sind wir natürlich auch eng mit den Krankenkassen schon in der Diskussion. Die Krankenkassen an sich sagen ja, dass 1% aller Patienten 90% der Kosten verursachen. Ja, das ist schon ein Wort, muss man sagen. Aber das geht nur Hand in Hand mit den Krankenkassen. Und auch die Krankenkassen wissen ja auch ganz genau, transplantierte Personen, die über Jahre immunsuppressiv sind, weil sie eben halt Fremdorgane haben, das sind natürlich riesige Kosten für die Krankenkassen, die wahrscheinlich dann nicht mehr da sind, wenn man aus eigenem Material solche Organe drucken kann. Also da werden auch die Krankenkassen schon sehr früh, mittlerweile jetzt schon mit ins Boot genommen. Ja, das klingt super gut. Und deswegen würde ich mal sagen, das ist nicht nachher eine Frage der Schicht, sondern eine Frage der, wenn man das wirklich realisieren kann und wenn das gelöst ist und wenn man wirklich diese Organe zur Verfügung stellen kann, dann werden die Krankenkassen sicherlich da besser aufgestellt sein, weil wir einfach schon von vornherein mit den Krankenkassen diskutieren. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend, wenn es so funktionieren würde. Wir wollen mal auch Richtung Schluss so ein bisschen nochmal in die Zukunft schauen. Und zwar, jetzt haben Sie ja so ein bisschen auch gesagt, was vielleicht passieren kann. Was würden Sie sich denn wünschen? Wie sieht der Bereich des medizinischen 3D-Drucks dann so in 10 Jahren aus? Ja, also von meiner Seite aus kann es ruhig ein bisschen schneller voranschreiten und wir könnten schon die ersten Ergebnisse haben aus den transplantierten kleineren Einheiten, würde ich jetzt mal sagen, wie zum Beispiel Herzklappen, Bypässen, Tracheen, Pflastern, Wundpflastern zum Beispiel ist ja auch ein großes Thema. Viele offene Wunden, die man hat, die schnell versorgt werden müssen. Und da möchte man ja auch gerne OP-Roboter haben, die dann eben solche Pflaster oder Wundverschlüsse machen durch 3D-Druck. All solche Sachen, wenn wir da natürlich relativ schnelles Feedback haben, dann wird sich das rasanter auch in diese Richtung entwickeln. Und wir werden natürlich viele Probleme noch zu lösen haben. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir nicht die Techniken entwickeln, sondern die Natur hat ganz, ganz viele, ganz bestimmte Aufbauprinzipien ihrer Gewebe. Und die gilt es jetzt auch genau wieder so darzustellen, damit die Natur letztendlich auch wieder damit umgehen kann. Und da braucht es noch einige Entwicklung, aber ich würde mir wünschen, dass einfach auch viel, viel mehr von der Forschungsseite aus investiert wird, um eben diesen Missstand der transplantierbaren Organe auch sozusagen zu beheben, weil wir werden immer älter als Gesellschaft, wir werden immer mehr transplantierbare Organe brauchen und das ist natürlich auch ein Riesenthema innerhalb der Gesellschaft und deswegen brauchen wir hier auch noch mal mehr den Zuspruch dafür und dass man auch wirklich sich damit als Gesellschaft auseinandersetzt, was verbirgt sich hinter so einem 3D-Druck und deswegen versuchen wir auch hier am KIT sehr stark die Gesellschaft mit einzubinden über verschiedene Strukturen der Wissenschaftskommunikation, um den Patienten auch die Angst davor zu nehmen, dass man solche Verfahren vielleicht später mal anwenden will. Ja.
Ich habe immer die letzte Frage, die Sie jetzt auch wieder schon so ein bisschen beantwortet haben. Wir haben nämlich schon ganz viel von Ihnen gelernt. Ich frage immer, was geben Sie uns mit? Wieso sollten wir uns als Gesellschaft eben über 3D-Druck und in diesem Falle dann noch die Medizin unterhalten? Aber das haben Sie jetzt eigentlich schon beantwortet, oder fehlt da noch was? Ja, es gibt ja noch eine ganz andere Geschichte, da haben wir gar nicht drüber gesprochen und ich glaube, das begreift die Gesellschaft sogar noch viel, viel eher. Das ist der 3D-Fleischdruck. Der 3D-Lebensmitteldruck. Und ich glaube, hiervon können wir auch sehr, sehr viel lernen, auch als Gesellschaft, dass man hier in der Forschung eben ein Riesenpotenzial hat, nicht nur was die Gesundheit angeht, in Form der Organe, was einen ja essentiell beschäftigt, weil man natürlich auch Angst davor hat, sich vielleicht so ein Organ einpflanzen zu lassen. Aber wenn wir auch dann dahin kämen und diese Gewissheit, dass sowas funktioniert, bekämen, dadurch, dass wir es jeden Tag konsumieren, als Fleischprodukt zum Beispiel, dann ist natürlich die Angst vor einem solchen Organ wahrscheinlich auch reduzierter, wenn man sich mit der Technik auseinandersetzt. Das ist eine Sache. Und eine andere Sache, ich möchte vielleicht noch so ein Beispiel geben, wenn Sie sich heute eine neue Herzklappe einsetzen lassen, dann bekommen Sie entweder eine künstliche, Sie können eine gedruckte bekommen und Sie können eine Schweineherzklappe bekommen. So. Und diese Schweineherzklappe wird Ihnen als Bioherzklappe verkauft. Und wenn jetzt der Patient gefragt wird, möchten Sie eine künstliche oder eine Bioherzklappe, dann sagt der Patient in der überwiegenden Zahl der Fälle eben, ich hätte gern eine Bioherzklappe. Die wenigsten Patienten wissen aber wirklich, was sich hinter dieser Bioherzklappe verbirgt, dass es nämlich eine Herzklappe aus dem Schwein ist. Und wenn man gefragt würde, würden Sie sich eine Herzklappe aus dem Schwein einsetzen, dann würde jeder erstmal sagen, oh je, ob das mal gut geht, das ist ja vom Schwein. Aber unter dem Namen Bio ist es eben was Gutes. Und vielleicht muss man auch ich sag mal, der Gesellschaft dieses auch mal klar machen, dass eigentlich es auch einer Kommunikation bedarf. Was verbirgt sich dahinter? Bio ist ja nicht gleich gut, sondern Bio kann auch schlecht sein. Ja, es gibt auch genügend biologische Organismen, die sind nicht gut für die Gesellschaft. Aber ich finde so einen offenen Diskurs mit der Gesellschaft, damit die Gesellschaft auch begreift, wie diese Technologien funktionieren und was die Schwierigkeiten dabei sind und was überhaupt generell die Schwierigkeit in der Forschung ist, um für die Gesellschaft etwas zu verbessern. Das ist, so mündig sollte man die Bürger auch machen und daher finde ich wichtig, dass man schon früh einen solchen Diskurs mit der Gesellschaft macht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den lernen wir auch kennen, wenn es ums Klima generell geht, nämlich die Frage, was bedeutet eigentlich künstlich oder synthetisch und was ist natürlich? Und gerade im veganen Bereich merkt man dann, dass vielleicht der natürliche Weg gar nicht immer der beste ist fürs Klima und die Umwelt. Und das scheint dann ja in der Medizin auch so zu sein. Ja, natürlich, klar. Das ist in der Medizin auch sehr, sehr verbreitet und in der Wissenschaft. Wenn man gerade auf das Vegan geht, gibt es ja das Verbot, seine Kinder zum Beispiel nicht vegan zu ernähren, die Neugeborenen, weil das eben sehr starke Schäden verursacht bei der Entwicklung des Kindes. Und das verstehen zum Beispiel ja viele nicht, wenn man nicht weiß, warum das so ist. Und wenn man weiß, warum das so ist, dann kann man dem auch entgegenstehen. Ja? Wenn man weiß, dass ein Kleinkind bis zu seinem fast 6. Lebensjahr keine tierischen Fette produziert und somit die Nervenbahnen sich nicht entwickeln können, also kein Cholesterin, Entschuldigung, keine tierischen Fette ist falsch, kein Cholesterin produzieren kann und deswegen eben die Nervenbahnen sich nicht entwickeln können und damit eben das Kind schwerbehindert sein könnte, dann würde man sein Kind nicht mehr vegan ernähren. Ja, aber das muss man wissen und man darf nicht einfach Propaganda oder sagen wir mal auch sehr starke Polemik betreiben auf diesem Gebiet. Also man sollte jeden Bürger auch mündig erziehen und ihm auch sagen, warum das so ist. Ja. Aber deswegen natürlich ist nicht immer gut und es ist auch nicht immer sinnvoll. Ja. Professor Dr. Schepers, Sie haben uns ganz viel Neues beigebracht, also mir auf jeden Fall. Ich fand das Thema vorab schon spannend und war besonders interessiert an unserem Gespräch, muss aber sagen, dass Sie heute nochmal viele neue Punkte aufgebracht haben und bestimmt auch viele, die unsere Hörenden noch nicht kannten. Und deshalb haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Zeit. Ja, danke für das Gespräch, kann ich auch sagen, weil wir versuchen ja immer etwas auch weiterzugeben, was wir hier so tun.
Dr. Schepers hat für mich am Ende nochmal perfekt auf den Punkt gebracht, warum wir als Gesellschaft über den 3D-Druck und auch andere moderne medizinische Verfahren reden sollten, auch wenn der Einsatz vielleicht noch weit in der Zukunft liegt. Denn vor allem in der Medizin steht der rasante technische Fortschritt nämlich oft nicht im Einklang mit der Akzeptanz von uns Patientinnen und Patienten. Ein Körper auf einem Chip hätte jedoch enorme Möglichkeiten für die medizinische Forschung. Solche Chipsysteme könnten es ermöglichen, spezifische Kombinationen von Medikamenten auf ihre Nebenwirkungen zu testen und später sehr gezielt einzusetzen. Für mich klingt es ziemlich gut. Nicht nur im Bioprinting, sondern auch im Bereich der Medizintechnik findet 3D-Druck seit einiger Zeit Einzug in den Alltag. So nutzen etwa Startups weltweit 3D-Drucker, um individuelle Prothesen und Orthesen herzustellen. Durch die Gestaltungsfreiheit und die kostengünstige Produktion bietet additive Fertigung hier einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden. Ja, und mein nächster Interviewpartner, der weiß da mehr. Seit 2020 arbeitet er als Soziologe an der TU Berlin und bereits seit 2016 forscht er auf dem Gebiet der 3D-gedruckten Prothetik. Hallo, Dr. David Seibt, schön, dass Sie Zeit für mich haben. Ja, guten Tag, Frau Rogge. Schön, dass Sie Zeit für mich haben. Sie sind ja seit 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin am Institut für Soziologie. Das ist ja auch wahrscheinlich nicht so ein Rieseninstitut an der TU Berlin, würde ich jetzt mal vermuten. Sie sind nämlich Soziologe und beschäftigen sich seit 2016 auch mit 3D-Druck im Bereich der Prothetik. Da müssen wir jetzt mal kurz drauf eingehen. In der Soziologie geht es ja so um das Zusammenleben der Menschen und Prothetik, das klingt irgendwie ja weitestgehend so, wie man sich's vorstellt, eben, dass es um Prothesen geht. Da sprechen wir von Medizintechnologie. Ist ja ein Bereich, wo sehr, sehr viele Hoffnungen auch drinstecken. Und wie Sie jetzt als Soziologe bei der Prothetik und dem 3D-Druck gelandet sind, das müssen Sie uns einmal erläutern. Ja, das erläutere ich gern. Also als Soziologe war ich 2016 an der TU München noch, jetzt inzwischen an der TU Berlin. Naja, also für mich ist es als Soziologe, vor allen Dingen als ausgebildeter Techniksoziologe, selbstverständlich, also dass Technik und Gesellschaft immer eng miteinander verwoben sind. Das zeigt sich eigentlich nirgendwo so gut wie in der Prothetik, wo ja sozusagen auch Teile des Menschen, also in diesem Falle Arme und Beine, eben technisch nachgebildet werden. Bei Prothesen sehen wir eben besonders gut, ja, wie sich Entwicklerinnen ihre NutzerInnen vorstellen, und gleichzeitig werden Arme und Beine eben für alles Mögliche benutzt, also für Mobilität selbstverständlich, ja. Aber auch die Nutzung all möglicher anderer Technik. Hände aber auch beispielsweise für die Kommunikation und Selbstdarstellung gegenüber anderen. Also alle möglichen unterschiedlichen Tätigkeiten, ja, da sind Arme und Beine eben immer eingebunden. Und das heißt jetzt, dass man am Beispiel der Prothetik eben genau dieses Wechselspiel erforschen kann zwischen gesellschaftlicher Herstellung und Nutzung von Technik. Und ich würde eben sagen, dass beide Seiten immer soziotechnisch funktionieren. Das heißt, sie sind gesellschaftlich geprägt, aber natürlich eben auch hochgradig technisiert. Wobei diese Technik eben auch selber wieder von gesellschaftlichen Akteuren hergestellt wird, ne? Also von wem auch sonst. Mhm. Also gar nicht so abwegig, weil es wirklich ineinander greift. Haben Sie denn mal ein paar anschauliche Fälle für uns, was da eigentlich so gemacht wird? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass jetzt gerade dann 3D-Druck im medizinischen Bereich genutzt wird? Naja, also im medizinischen Bereich gibt es ja eine riesige Bandbreite von Implantaten in der Zahnmedizin, in der OP-Planung und so weiter und so fort. Und mit den allermeisten von diesen Dingen kenne ich mich gar nicht besonders gut aus. Wie gesagt, am besten in der Orthopädietechnik mit Prothesen und mit Orthesen. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Da hören wir gerne Beispiele. Also was mich besonders interessiert hat, ist die Produktion von Nutzerrollen. Also in Prothesen zeigt sich immer, also für wen die gemacht sind, ja, und wie die benutzt werden sollen. Und durch die Einführung des 3D-Drucks findet man neue Formen. Also zum Beispiel gibt es Open-Source-Communities, die auf einmal 3D-gedruckte Prothesen herstellen, die nicht unbedingt aussehen wie Hände, sondern die ja auf so
Superheldenfiguren anspielen, ne? Iron Man und ähnliche Geschichten, oder die auch gar nicht anthropomorphe Formen haben, also nicht unbedingt Finger oder so, sondern was weiß ich, Glitzerkanonen und ähnliches. Und meine Frage war eben immer, also wenn man jetzt eine neue Art hat, Dinge herzustellen wie den 3D-Druck, wie hängt das denn damit zusammen, dass man auf einmal neue Arten von Prothesen macht für neue Nutzergruppen? Und um das zu verstehen, muss man eben den Zusammenhang zwischen Produktion und Nutzung anschauen. Die Individualisierung von Design ist ein Beispiel, die Veränderung von Lieferketten ist ein anderes Beispiel. Also warum sind Medizinprodukte für bestimmte Gruppen von Menschen verfügbar und für andere eben nicht? Wir wissen, dass in Deutschland liefert DHL relativ zuverlässig. Anderswo ist das nicht immer so, also beispielsweise in den Ländern des globalen Südens. Und da hat der 3D-Druck eben über die Möglichkeit lokaler Produktion nicht nur etwas mit Design zu tun, sondern eben auch was mit Verfügbarmachung zu tun. Ein drittes wichtiges Thema ist die Beteiligung von NutzerInnen über schnellere Feedback-Schleifen, Iterationsschleifen zwischen Nutzung und Herstellung. Und bei industriell gefertigten Produkten, ja, habe ich das gesehen, da hat es oft Jahre gedauert. Also bis die nächste Version einer bestimmten Prothesenhand oder eines bestimmten Kniegelenks oder so auf dem Markt war. Und in dieser Zeit ist an dem Design überhaupt nichts passiert. Und in der digitalisierten Produktion ist es jetzt so, dass viel schneller entwickelt wird und zwar oft schneller entwickelt wird, als physisch überhaupt getestet werden kann. Und über diese schnelleren Iterationsschleifen kann man dann eben auch schneller auf überraschende oder sich verändernde Nutzungspraktiken reagieren. In Haiti beispielsweise wurden 3D-gedruckte Prothesen genutzt, um möglichst die mechanische Funktionalität spielte jetzt überhaupt nicht so eine große Rolle, sondern es ging im Wesentlichen um die äußere Form. Und die Idee war, dass man hier quasi als normal angesehen werden kann in der Gesellschaft, damit man nicht heraussticht wahrscheinlich. Einfach zum Beispiel mit dem Bus mitgenommen wird. Ne? Ja. Also dann kann man eben mit 3D-Druckverfahren relativ schnell so Iterationsschleifen machen, dass dann eben Produkte schneller an die lokalen Nutzungspraktiken angepasst werden können. Mhm. Ganz spannend, das ist ja dann irgendwie nochmal ein ganz anderes Weltbild eigentlich, dass man da nicht die Funktion im Vordergrund hat. Könnte eigentlich sagen, so ist ja auch ableistisch, im Grunde behindertenfeindlich, aber das ist dann da wirklich wichtig, um so Grundbedürfnisse wie Busfahren ermöglichen zu können. Die Frage ist eher generell mit dem 3D-Druck, was kann der jetzt eigentlich, was andere Herstellungstechniken nicht so gut können? Lokale Herstellung ist da eine Sache, das haben wir schon gesehen, Rapid Prototyping, schnellere Iterationsschleifen, eine andere. Eine Sache ist eben auch die Herstellung von individualisierten Formen, also die Möglichkeit der Herstellung von patientenindividuellen Teilen. Gleichzeitig gibt es aber auch Sachen, die der 3D-Druck jetzt nicht so gut kann. Also es ist beispielsweise nicht unbedingt schneller, die Materialeigenschaften sind immer noch nicht ganz so gut, man kann keine elektronischen Teile drucken und so weiter. Und genau aus diesen Abwägungen heraus findet man 3D-Druck aktuell immer noch hauptsächlich in bestimmten Nischen, also auch für bestimmte Nutzergruppen gibt es 3D-gedruckte Prothesen, für andere nicht. Und jetzt diesen 3D-Druck aus diesen Nischen herauszubringen, da sind aktuell ganz viele Akteure in dem Feld damit beschäftigt. Mhm. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Mir ist auch vor einigen Jahren, also ist jetzt schon wirklich eine ganze Weile her, da ist mir ausgerechnet mal an Heiligabend so ein Stück Zahn abgebrochen, tat auch gar nicht weh, war wirklich nicht schlimm, da wurde später so eine Teilkrone drauf gesetzt und ich erinnere mich noch, dass der Zahnarzt damals auch so einen digitalen Scan von meinem Mund gemacht hat oder der Stelle und ich war damals so ganz fasziniert, dass da jetzt irgendwie dann ein Teil gedruckt wird und dann das genutzt werden kann. Das ist für Sie wahrscheinlich mittlerweile alles relativ normal. Was fasziniert Sie denn dann so noch am 3D-Druck, gerade jetzt im medizinischen Bereich oder speziell bei Ihnen dann jetzt in der Prothetik? Naja, also für mich wir haben das eingangs gesagt, als Soziologe ist Technik generell immer ganz eng mit Gesellschaft verbunden. Und das Schöne am 3D-Druck ist jetzt, dass er eben den Blick eröffnet für ganz verschiedene soziale Prozesse. Wir haben das jetzt auch schon gesagt, in ganz vielen unterschiedlichen Settings. Also
fangen wir mal von vorne an. Also 3D-Druck erfordert die Herstellung von digitalen Modellen. Also wenn ich über 3D-Druck forsche, dann kann ich etwas lernen über Nutzerrepräsentation. Ja, also über beispielsweise 3D-Scan. Ja, Sie haben das gerade schon gesagt von Ihrem Mund, aber beispielsweise auch von einem Arm- oder Beinstumpf. Ich kann was lernen über Mass Customization im Unterschied zur Maßfertigung oder zur Serienfertigung. Ich kann was lernen über Produktentwicklungspraktiken, die ich ansonsten nicht sehen würde. Wir reden da über Rapid Prototyping, Rapid Tooling im Unterschied zu anderen, sage ich mal, etablierteren Praktiken in der Industrie. Aber 3D-Druck hat eben auch was mit Distribution zu tun. Das heißt, wir sehen hier ganz viele verteilte Prozesse. Zum Beispiel bei der Prothetik reden wir über die Zentralisierung von Fertigung von Schäften und aber auch über die Dezentralisierung der Produktion von sogenannten Passteilen, also Hände, Füße und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man über 3D-Druck forscht, dann kommt man eben auch zu externen Dienstleistern in Makerspaces, im Sinne von Private Fabrication, auch zu Makern nach Hause beispielsweise. Das hat jetzt ganz aktuell natürlich auch was zu tun mit veränderten Lieferketten, mit Logistik. Wir wissen, dass das in Europa gerade jetzt in Krisenzeiten besonders wichtig ist. Entflechtung von Lieferketten. Aber eben auch, ich habe das schon angesprochen, wenn man über 3D-Druck forscht, dann findet man sich dann möglicherweise auch in Haiti wieder. Und eben 3D-Druck hat auch etwas zu tun, ganz konkret mit der Einbindung von Nutzerinnen in Entwicklungspraktiken. Also seien das jetzt sogenannte User Innovator oder eben lokale Makerspaces, online-basierte Communities. Und was jetzt für mich wichtig ist, ist, dass jetzt hier auf konkrete Bedürfnisse eben schneller reagiert werden kann, als das möglicherweise früher der Fall war. Ob das jetzt immer community-basiert sein muss, wahrscheinlich eher nicht. Unternehmen machen da Dinge wie Beta-Testing und so weiter und so fort, die aber Nutzer und Nutzerinnen in neuer Art und Weise einbinden. Das finde ich sozusagen faszinierend an dem 3D-Druck, dass er einem in all diesen Bereichen eben den Blick eröffnet für neue Praktiken in diesen Bereichen, aber eben auch auf etablierte Praktiken, die jetzt durch diese neuen Formen herausgefordert werden und wo sich die Akteure eben in Stellung bringen, entweder das Neue aufzunehmen oder sich möglicherweise auch dagegen zu verteidigen. Deswegen, also für mich ist jetzt 3D-Druck gar nicht aus der technischen Sicht so besonders faszinierend, sondern eben, weil es einen in Kontakt bringt mit allen möglichen Teilen der Gesellschaft, die man sonst früher nicht so gesehen hätte. Mhm. Ja, das stimmt. Da ist wirklich viel verwoben miteinander. Wir hatten auch tatsächlich bei Auf Knopfdruck schon eine Episode zur Maker-Szene, haben da auch über diesen Open-Source-Gedanken gesprochen. Das lässt sich dann eben ja auch gut übertragen. Dann eben auch die Frage, wie professionalisiert da die Entwicklung von Prothesen mittels 3D-Druck eben ist. Sie haben das jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Bei mir kommt dann natürlich gleich die Frage auf, könnte ich mir jetzt theoretisch meine Teilkrone dann im 3D-Drucker drucken und müsste nur einen Zahnarzt finden, der das dann auch einsetzt? Weil das spielen ja auch eigentlich Qualitätsstandards eine Rolle, oder? Oder ist das dann einfach in Deutschland alles noch anders genormt als dann zum Beispiel in Haiti? Also ja, es ist anders genormt. Also wahrscheinlich könnten Sie sich Ihre Krone selber drucken. Sie würden vermutlich keinen Zahnarzt finden, der sie Ihnen einsetzt, und ich würde es Ihnen auch nicht empfehlen. Also in der Medizintechnik eher ein Gedankenspiel. Genau, also ja, in der Medizintechnik hat es aber schon durchaus einen Grund, dass die Sachen stark reguliert sind und von Profis gemacht werden. Also jetzt die Frage war ja nach der Professionalisierung von Prothesenherstellung mittels 3D-Druck. Naja, und da zeigt sich jetzt im Bereich der Prothetik eben so ein bisschen ein geteiltes Bild. Also grundsätzlich in der Orthopädietechnik muss man, glaube ich, verstehen, dass es hier mindestens 2 Professionen gibt, die was mit Herstellungsprozessen zu tun haben. Das sind auf der einen Seite Orthopädietechniker, das sind Handwerker, und auf der anderen Seite Ingenieure. Und die benutzen jetzt 3D-Druck auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich würde sagen, dass jetzt beide Professionen schon seit vielen Jahren, eigentlich seit den 90er Jahren und seit den späten 80er Jahren mit digitalen Techniken im Kontakt sind und seitdem eigentlich darüber lernen, wie man sie nutzen kann, ja, in ihren Herstellungsprozessen. Und so etwa in den letzten 10 Jahren nimmt das Fahrt auf, aber ich würde sagen, dass 3D-Druck da weiterhin nicht der Standard ist. Und wenn wir jetzt von Professionalisierung sprechen, zeigt sich für mich, dass eben viel noch auf der Ebene von einzelnen Unternehmen funktioniert. Also eben
gerade nicht auf Ebene von professioneller Ausbildung oder auch einheitlicher Regulation von digitaler Produktion. Also beispielsweise ist eine Frage bei 3D-gedruckten Orthesen, sind das jetzt Sonderanfertigungen? Ja? Orthesen sind außerhalb des Körpers, ne? Und Prothesen innerhalb, richtig? Also genau, Orthesen, da denkt man beispielsweise an Schienen, an Skoliose, Geschichten, ne? Also wo sozusagen der Körper, der noch vorhanden ist, ja, in eine bestimmte Position gebracht wird. Und dieses Ortho, was da in der Orthese drinsteckt, das ist das Gleiche wie bei Orthodoxie oder Orthographie. Also es geht sozusagen um die Annäherung an eine Norm, ja, an eine gewollte Körperhaltung. Und bei der Prothetik, da geht es um den Ersatz von Körperteilen, die nicht mehr da sind. Ja? Und ich habe mich jetzt besonders eben beschäftigt mit Arm- und Beinprothetik. Es gibt aber noch ganz viele andere Dinge, also gerade, was Sie jetzt gesagt haben, innerhalb des Körpers, da geht es eben um Implantate. Und ein Grenzfall ist sowas wie Zahnersatz, weil es da sozusagen von außerhalb nach innerhalb des Körpers geht, aber es gibt eben auch im Bereich von Knochen beispielsweise andere Punkte, wo 3D-gedruckte Implantate zum Einsatz kommen. Und die kann man jetzt auch als Prothesen bezeichnen. Wenn ich jetzt von Prothesen spreche, meine ich eigentlich immer Arme und Beine. Ja? Also ein Ersatz im Grunde. Ja, genau. Also man kann jetzt sagen, erstmal einen Ersatz. Man kann auch je nach Interpretation sagen, eine Erweiterung. Ja, also es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Okay. Jetzt hatte ich Sie da, glaube ich, unterbrochen mitten im Satz. Weiß nicht, ob Sie da noch was zu erzählen wollten zur Professionalisierung oder ob das dann soweit war, sonst würde ich nämlich zur nächsten Frage übergehen. Ja, vielleicht einen Punkt noch zu der Professionalisierung. Also gerne. Wie gesagt, also es gibt 2 Professionen und ich würde sagen, die machen das auf Ebene aktuell von Unternehmen, von einzelnen Organisationen und eben nicht von Professionen. Und dann gibt es aber auch noch das Maker-Movement im weitesten Sinne. Und die sind eben gerade nicht professionalisiert. Das sind Freiwillige, die aus verschiedensten Gründen mit 3D-Druck versuchen, Prothesen oder auch Orthesen herzustellen. Und das ist erstmal lobenswert, interessant, schön und hat viel Potenzial, aber ist eben nicht immer in Einklang oder eigentlich fast nie im Einklang mit geltenden Regularien und Normen in dem Bereich. Und da muss man eben aufpassen, dass man nicht diese Dinge gleichsetzt. Ja, also Sie hatten ja das schöne Beispiel, kann ich mir meinen Zahnersatz selber drucken? Könnten Sie, wie gesagt, versuchen. Das wäre aber eben kein Medizinprodukt und es würde vermutlich auch nicht von der Krankenkasse übernommen werden und so weiter und so fort. Ne? Und das Risiko würden Sie selber tragen und alle so diese Dinge. Und da muss man eben gucken, dass man jetzt nicht jeden Zeitungsbericht so für bare Münze nimmt. Also Prothesen aus dem 3D-Drucker, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, die sich dahinter verbergen. Ja. Und das macht eben einen Unterschied, ob das aus der heimischen Werkstatt kommt oder eben in einem qualitätsgesicherten, regulierten, normierten Prozess und so weiter und so fort entwickelt und hergestellt wird. Jetzt haben Sie gerade schon einmal gesagt, oder jetzt vor einer kleinen Weile, dass das aus aktuellem Anlass unter anderem interessant ist. Und da würde ich gerne noch mal genauer darauf eingehen, was der aktuelle Anlass eigentlich bedeutet, gerade wenn wir über Lieferketten sprechen. Das ist natürlich zum einen die Covid-19-Pandemie, aber da sprechen wir jetzt natürlich auch von dem Krieg, der sozusagen in der Ukraine gerade wütet, dass natürlich Lieferketten, die da sind, plötzlich unterbrochen werden. Gerade wenn wir von der globalisierten Welt, die wir so gewohnt sind, sprechen, da verändert sich ja einiges. Warum ist gerade da dann 3D-Druck in der Prothesenentwicklung immer noch so interessant und wichtig? Da gab es ja dann auch irgendwie besondere Fälle. Weiß ich nicht, ob Sie da auch dann so im Bilde sind, ob Sie dazu geforscht haben oder das verfolgt haben. Ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut aus, was jetzt die aktuelle Entwicklung mit den verschiedenen Krisen angeht, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Was wir dort beispielsweise gesehen haben, Face Shields oder sowas dann auf einmal gedruckt wurden von Communities massenweise und dann geliefert wurden beispielsweise an Krankenhäuser und andere Einrichtungen. Das ist etwas, ja, das sehen wir erstmal, das ist glaube ich, ein wichtiges Phänomen, wo
Lieferketten dann aufgefangen wurden quasi. Also aus den konventionellen Schienen kamen eben keine Produkte mehr und dann wurde das dort aufgefangen. Gleichzeitig gilt das, was ich davor gesagt habe, glaube ich, da auch, dass man eben vorsichtig sein muss, je komplexer diese Technologien werden. Also bei Face Shields mag es noch so gehen, aber beispielsweise so Berichte über 3D-gedruckte Beatmungsgeräte und sowas, da wäre ich sehr vorsichtig, ja. Aufgrund der Qualität wieder, ne? Genau, und auf der Zuverlässigkeit, weil eben sobald das aus so Open-Source-Communities kommt, wir wissen es im Einzelfall nicht, wie die Entwicklungspraktiken sind. Aber was ich glaube, jenseits von den aktuellen Krisen interessant ist, dass generell bei globalen Lieferketten eben Ungleichheiten entstehen. Ja, also die wir möglicherweise in Deutschland am allerwenigsten bemerken, weil, wie gesagt, für uns diese Lieferketten wunderbar funktionieren. Aber dort, wo entweder die Produktionsstätten eben nicht lokal sind oder eben diese Lieferketten nicht funktionieren, wie beispielsweise in Haiti, da kann es sein, dass eben Prothesenpassteile nicht ankommen oder Materialien nicht ankommen. Und es macht eben dann einen Unterschied, dass man sie möglicherweise vor Ort produzieren kann. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt nur von Open-Source-Communities, sondern dort gibt es verschiedene NGOs, die 3D-Druckcenter aufbauen. Es gibt auch jetzt globaler betrachtet verschiedene Startups, die das ausprobieren. Und der Unterschied ist eben, dass wenn man lokal einen 3D-Drucker hat und das entsprechende Material natürlich, dann kann man dort beispielsweise die Teile für eine Hand ausdrucken, die Hand zusammenbauen und sie Patienten individuell, das ist noch ein weiterer großer Punkt, eben versorgen. Und wenn dann etwas kaputt geht, ja, dann kann die Person möglicherweise zurückgehen und es kann relativ kostengünstig ein neues Teil nachgeliefert werden. Also der Vergleich ist, wie kommen Prothesen sonst in diese Länder? Sie werden entweder bestellt, das kann Monate dauern und es hat eben auch was zu tun mit zusätzlichen Steuern, die dann für den Import erhoben werden. Dann wird das Ganze sehr teuer, Menschen können sich das nicht leisten, es dauert sehr lange Zeit. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist über wohlgemeinte Spenden, wo dann aber sozusagen, also wenn in den USA oder in Europa eine Person eine neue Prothese bekommt, dann wird möglicherweise eben die alte Prothese gespendet oder auch größere Unternehmen machen das manchmal in Krisenfällen, also wie beispielsweise nach dem großen Erdbeben in Haiti. Dann gehen eben boxenweise Prothesen, die eigentlich für, was weiß ich, die USA oder den europäischen Markt entwickelt wurden, in diese Länder und werden dort... Da besteht also so eine Abhängigkeit dann von den anderen Ländern, ne? Es entsteht eine Abhängigkeit, dort kommen aber eben dann auch Prothesen an, die nicht für diese Kontexte gemacht sind. Also so eine hochentwickelte Prothesenhand, die beispielsweise, wo die Batterien geladen werden müssen, ja, oder die sehr viele komplexe bewegliche Teile hat. Das ist im Zweifelsfall für landwirtschaftliche Arbeit beispielsweise nicht besonders gut geeignet. Ja. Und da macht eben lokale Produktion einen Unterschied, weil es schneller geht und weil man möglicherweise auf lokale Bedürfnisse besser eingehen kann. Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier vielleicht oft gar nicht sehen, weil wir so viele Privilegien genießen, dann die Krankenkasse haben, die da doch dann relativ viel regelt. Ja, vielen Dank für den Einblick. Wir wollen holen wir immer so ein bisschen die Kristallkugel raus und Sie dürfen noch mal eine Schätzung abgeben. Was glauben Sie denn, wie wird die Zukunft der 3D-gedruckten Prothetik so, sagen wir mal, in 10 Jahren aussehen? Was wird da schon möglich sein oder was würden Sie sich wünschen, was dann möglich wäre? Ja, also was ich jetzt in der Prothetik speziell sehe, ist, ich hatte das angesprochen, dass es dort verschiedene Professionen gibt, die mit unterschiedlichen Logiken an die Prothesenentwicklung rangehen, also Ingenieure und Handwerker. Und die Frage ist jetzt, welche von diesen Gruppen kann die Digitalisierung dort prägen? Ja, also wird sozusagen die Digitalisierung in der Prothetik eher nach Maßgabe einer handwerklichen Fertigung sein oder eher nach einer ingenieurs- und wissenschaftlich geprägten? Oder wird es eben Kombinationen geben? Also beispielsweise kann man sich ja durchaus ein wissenschaftsbasiertes Handwerk vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, dass
sozusagen bestimmte Produkte mit einem typischen Engineering-Prozess entwickelt werden und dann aber schnell auf abweichende, unerwartete Nutzungspraktiken reagiert werden kann. Also zum Beispiel so mit Beta-Testing. Man kann sich vorstellen, dass so Logiken kombiniert werden, wie beispielsweise also Massenfertigung und Sonderanfertigung, also Mass Production, Customization, und dass man dann sowas kriegt wie Mass Customization. Über die Zentralisierung, Dezentralisierung von Fertigung haben wir schon gesprochen. Das wird eben gerade verhandelt in dem Feld. Und das ist, glaube ich, das ist das, wo sich die Zukunft des Feldes entscheiden wird. Und was jetzt sozusagen auf der technischen Seite dazukommt, ist, dass 3D-Druck sich natürlich weiterentwickelt, also beispielsweise faserverstärkte Materialien jetzt druckbar werden und so weiter. Aber dass 3D-Druck eben auch mit anderen Techniken kombiniert wird. Also zum Beispiel Simulation ist ein großer Punkt, 3D-Scan ist ein großer Punkt, Modellierung ist ein großer Punkt. Und wie das jetzt alles dann zusammengebunden wird, wer das kontrollieren kann, werden das einzelne Organisationen sein, werden das Plattformen sein, werden das die einzelnen Handwerksbetriebe sein oder kommen sozusagen doch nochmal die Open-Source-Leute um die Ecke und haben da jetzt nochmal eine größere Idee. Also das wird man beobachten müssen, aber was mir eben immer wichtig wäre zu sagen, ist, dass das jetzt nicht bestimmt wird durch den Stand der Technik, sondern es sind eben soziale Aushandlungsprozesse. Und wie gesagt, also wenn ich mir als Soziologe 3D-Druck angucke, dann geht es mir insbesondere um diese Einblicke in Gesellschaft, also Veränderung der Organisation von Produktion und Distribution einerseits, aber eben auch um gesellschaftlichen Zugang und soziale Nutzungspraktiken von Medizinprodukten in dem Fall andererseits. Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es sozusagen, dass für die Zukunft hier noch viele spannende Forschungsthemen abfallen. Und dass die Akteure in ihrem Lernprozess weiter voranschreiten. Und gerade, ich habe das gesagt mit den Open-Source-Bewegungen, da ist noch viel Potenzial drin. Aber was eben wichtig ist, ist, dass man nicht nur neue Technik entwickelt, sondern eben auch einen verantwortungsvollen Umgang mit der Möglichkeit der privaten Herstellung findet. Das würde ich mir wünschen. Ja, danke schön. Es ist tatsächlich, frage ich sonst oft noch als allerletzte Frage, wieso sollten wir als Gesellschaft über 3D-Druck und jetzt in diesem Fall Medizin sprechen? Das haben Sie gerade eigentlich schon sehr schön beantwortet, dass es eben auch wirklich ein soziales und gesellschaftliches Thema ist und Gesundheit geht uns alle an und auch Behinderungen werden ja bei den meisten Menschen erst im Laufe des Lebens erworben. Ich glaube nur 3% oder so. Will mich jetzt nicht drauf festnageln, haben die schon per Geburt. Das heißt, es ist für viele von uns, gerade die Prothetik, dann auch wahrscheinlich im Laufe des Lebens doch noch ein wichtiges Thema. Herr Seibt, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Ist wirklich ein spannendes Feld, gerade mit dem 3D-Druck, weil es da eben das Leben von so vielen Menschen dann auch erleichtert und bereichert. Also vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und viel Erfolg weiter mit dem Podcast. Entsprechend wichtig ist es, den Zugang zu solchen Technologien in der Gesellschaft rechtzeitig für alle auszuhandeln. Einkommensschwache Länder dürfen dabei nicht vergessen werden, insbesondere weil sie oft bei den Verhandlungen nicht mit am Tisch sitzen. Es ist wichtig zu wissen, dass bei Fortschritten häufig nicht der Stand der Technik, sondern maßgeblich gesellschaftliche und politische Entscheidungen entscheidend sind. Das gilt auch für den Bereich der personalisierten Medizin. Mit den sogenannten Organ-on-a-Chip-Systemen könnte es möglich werden, den Stoffwechsel des Patienten oder der Patientin aus seinen Stammzellen nachzubauen, um so die Wirksamkeit einer Behandlung und ihre Risiken speziell für diese Person zu testen und so Nebenwirkungen zu vermeiden. Bis die richtigen ausgewachsenen Organe für die Transplantation zur Verfügung stehen, ist es jedoch noch ein sehr, sehr weiter Weg. In der nächsten und bereits letzten Folge dieses Podcasts möchte ich mich noch abschließend der Frage widmen, ob und wie 3D-Druck zu einer nachhaltigen Produktion beitragen kann. Das war es auch schon mit Auf Knopfdruck 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Der Podcast ist ein Projekt im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Heidelberg, gemeinsam mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Mein Name ist Isabel Rogge, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.